Hi, wir haben die Ferraris unter den Brains und befinden uns häufig mal auf der Überholspur, ohne dass wir es wirklich merken. Und das kann leider in unserem Alltag oft zu ausgebrannten Zuständen führen. Deshalb möchte ich dir heute 7 Fragen aus meinem Coaching-Alltag mit auf den Weg geben, die du dir täglich stellen kannst, um einfach so ein bisschen für mehr Wohlbefinden und Ausgeglichenheit zu sorgen, im normalen Alltag und natürlich vor allem auch im Arbeitsalltag. Diese Fragen, die stelle ich natürlich mir selbst auch immer wieder. Also es ist nicht so, als hätte ich all diese Dinge für mich schon gelöst. Ich denke, wir alle, also alle Brains auf dieser Welt, müssen immer wieder uns die gleichen Fragen stellen und dafür sorgen, dass wir auf der richtigen Spur bleiben. Und klar, apropos alle Brains, diese Fragen sind natürlich auch für alle anderen hilfreich oder für die meisten. Nur ist es so, dass wir ADHSlerinnen, ich glaube, besonders darauf achten müssen, wie es uns so geht, Tag für Tag, dass wir uns vor einem Burnout schützen können, soweit, dass wir es beeinflussen können natürlich. Also, Frage Nummer 1. Grundbedürfnisse. Trinkst du regelmäßig? Schläfst du genug? Und wie sieht es mit der Ernährung aus? Hast du genügend gegessen? Und wichtig, diese Fragen kannst du dir natürlich täglich stellen, ist nicht jetzt über eine längere Zeit gemeint oder so. Und ja, das klingt jetzt wie ein No-Brainer, weil wow, okay, sie rät mir jetzt da mehr zu essen oder besser zu essen, zu trinken und zu schlafen. Was für ein Nobelpreisträchtiger Ratschlag. Aber seien wir mal ehrlich, insbesondere wir ADHSlerinnen scheitern manchmal ein bisschen daran, auf unsere Grundbedürfnisse zu achten, weil wir irgendwo tief in einen Hyperfokus reingehen. Diese Dinge, schlafen, essen, trinken und ein bisschen, sich zu entstressen. Wenn das als Fundament nicht da ist, dann kann auch kein Haus darauf gebaut werden. Dann kann Erfolg, so wie wir das definieren, eigentlich gar nie passieren. Ohne dieses Fundament bricht das Haus eigentlich immer wieder zusammen und darum betone ich das so sehr. Und mein Psychiater holt das bei mir regelmäßig ab, eben weil der Schlaf und das Essen und Trinken einfach so einen großen Einfluss haben auf unsere ADHS-Symptomatik. Frage Nummer 2, die du dir stellen kannst. Was heißt für dich eigentlich Erfolg? Das genau zu wissen, also wirklich im Detail, was Erfolg für dich bedeutet, hilft dir nämlich auch zu erkennen, wann du erfolgreich warst. Denn wie viele von uns rennen einfach immer weiter, wenn sie etwas geschafft haben und checken gar nicht, dass es in die richtige Richtung geht, weil sie sich gar nicht überlegt haben, wo es hingehen soll wirklich. Und es ist da schön so intuitiv, go with the flow und so. Aber wir müssen uns im Klaren sein, was genau wir wollen und wo und wie wir erfolgreich sein wollen, um zu sehen, dass wir auch da landen. Weil wenn wir das nicht sehen und uns nicht im Klaren darüber sind, was unsere Ziele sind auch, dann fühlt es sich mit der Zeit echt so an, als hätten wir gar nie Erfolge, was natürlich absoluter Quatsch ist. Also, was heißt für dich persönlich ohne Einfluss von außen Erfolg? Und das kann alles sein. Nummer 3. Stell dir die Frage immer wieder, hör in dich rein, was denke ich eigentlich gerade so? Mache ich mich jetzt gerade wegen irgendwas fertig? Und frag dich dann auch, wie kann ich das vielleicht für mich anders formulieren oder für mich ein bisschen umdrehen auch? Und ja, ich weiß, ich bin mir bewusst, dass dieses ganze Glaubenssatz umschreiben oder dieses Gedankensteuern ist für uns neurodivergenten Personen mit ADHS echt schwer und funktioniert nicht gleich gut. Zumindest habe ich das einfach so herausgelesen und auch in gewissen Studien gesehen. Es braucht vielleicht wirklich ein bisschen mehr Übung und es geht nicht darum, uns selbst zu bescheißen, sondern darum, unsere Gedanken mal wahrzunehmen, ein bisschen bewusster wahrzunehmen, wo dass wir uns negativ beeinflussen und zu versuchen, ein bisschen liebevoller anzufangen, mit uns zu sprechen. Also wenn du merkst, dass du dir ständig unbewusst selbst sagst, Scheiße, ich bin einfach nicht gut genug, dass du dir dann vielleicht sagen kannst, also ich muss ja auch nicht alles können oder ich darf das noch lernen. Und wie gesagt, das ist nicht etwas, was plötzlich von heute auf morgen geht, sondern das kannst du einfach langsam für dich ein bisschen entdecken und einfach ein bisschen üben. Schließlich gibt es ja auch das Wunder der Neuroplastizität, das heißt, dass wir mit der Zeit in unseren Gehirnen neue Bahnen bilden können mit neuen und hoffentlich positiveren Gedanken. Nummer 4. Frag dich, wenn du mal irgendwo feststeckst und nicht weiterkommst oder tausende Einfälle aufs Mal hast oder irgendwie in einer Entscheidungsparalyse steckst oder generell einfach nicht anfangen kannst irgendwo. Was ist der nächste kleinste Schritt,
den ich jetzt machen kann. Und es ist völlig egal, wie klein, weil es gibt immer einen kleinen Schritt, den wir tun können. Auch wenn er dir vielleicht wirklich lächerlich klein vorkommt, er ist nicht lächerlich. Denn wenn du mal diesen Schritt getan hast, dann siehst du vielleicht auch den nächsten Schritt und den übernächsten. Und wenn nicht, hast du immerhin diese Wall of Awful, wie sie auch von How to ADHD genannt wurde, mal ein bisschen überwunden. Und das hilft einfach auch schon, um dann den nächsten Schritt zu tun. Nummer 5. Beobachte und frage dich, was gibt dir richtig Freude? Was hält dir irgendwie alles auf? Was gibt dir einen Spark? Und im Gegensatz dazu, was lutscht mich so richtig aus? Was zieht mir die Energie weg? Und was kann ich ändern, dass es mich nicht mehr auslutscht? Kann ich irgendwas abgeben? Kann ich irgendwas zu einem anderen Zeitpunkt machen? Egal was auch immer es ist, frage dich, was du ändern kannst, damit du weniger Energie verlierst und idealerweise irgendwo anders mehr Energie gewinnst, weil du etwas tust, was dir so richtig Freude bereitet. 6. Wenn du etwas tun musst, was überhaupt keinen Spaß macht, aber du halt tun musst, dann gibt es den Trick, dich zu fragen und es vielleicht wirklich auch aufzuschreiben, was ist die Konsequenz, wenn ich das jetzt nicht tue? Und hier geht es nicht darum, dass du dich mit Anxiety dazu motivierst, es zu tun, also dass du dir selbst Angst einjagst, sondern darum, es dir eben etwas schmackhafter zu machen. Frage dich, was du verpasst, wenn du es nicht tust, welche guten Dinge das dann nicht passieren werden. Oder, das gibt es eben auch, wenn du dich das fragst, es stellt sich heraus, dass es eben gar keine Konsequenzen hat oder dass du gar nichts verpasst und dass du dieses Ding eigentlich gar nicht machen musst, sondern dein Brain einfach völlig die Priorität von diesem Teil aufgeblasen hat. Either way, du bekommst einfach Klarheit und im Idealfall auch einen Motivationsschub. 7. Frag dich, was du tun kannst, um deine Ziele, eben auch deine täglichen Ziele, zu erreichen. Und zwar ganz im praktischen Sinne. Brauchst du zum Beispiel Bodydoubling, also jemand, der sich quasi neben dich hinsetzt und ihr gemeinsam arbeiten könnt? Brauchst du ein Planungssystem? Brauchst du irgendjemanden, bei dem du Accountability machen kannst? Also quasi, dass du einchecken musst bei dieser Person. Brauchst du Erinnerungen? Oder soll dich jemand anders an irgendetwas erinnern? Also praktische Dinge, die dich auf eine nicht quälende Weise näher zum Ziel bringen. Und bitte immer daran denken, es geht hier wirklich nicht, deinen eigenen Pusher, siehe mein vorletztes Video, hervorzuholen und dich irgendwie mit Anxiety zu Dingen zu motivieren. Hier geht es vor allem darum, dass du deine Bedürfnisse würdigst und sie mehr entdeckst und einfach auch mehr nach denen lebst und dir eben ein bisschen mehr Nachsicht auch gibst und nicht die falschen Coping-Mechanismen hervorholst, die dich eigentlich dann letztlich nur stressen und dir die Energie abziehen. Also, ich fasse nochmals zusammen. Grundbedürfnisse, sind sie alle erfüllt? Also Essen, Trinken, Schlafen, Entspannung, Pausen. Wie sieht Erfolg für dich aus? Was heißt das für dich ganz konkret? Wie sieht es mit meinen Gedanken aus? Kann ich das irgendwie reframen für mich selbst? Was ist der kleinstmögliche Schritt, den ich tun kann? Was macht mir so richtig Freude im Leben und was zieht mir die Energie ab? Was ist die Konsequenz, wenn ich etwas nicht tue? Was verpasse ich? Vielleicht auch Positives? Was brauche ich konkret praktisch für Methoden und Tools, um meine alltäglichen oder auch größeren Ziele zu erreichen? Ich hoffe, dass dir diese Fragen genauso viel bringen wie mir, um den Alltag einfach gut zu meistern. Natürlich mit all den Unperfektheiten, die es gibt und all den schlechten Tagen, die da sind. Eben, es geht nicht darum, zu streng mit dir zu sein. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schenk mir gerne einen Like, schenk mir ein Abo, wenn dir meine Videos allgemein gefallen, denn damit hilfst du mir einfach mega. Und hinterlasse mir doch auch sehr gerne einen Kommentar mit Fragen, Gedanken, Inputs, was auch immer es ist. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen. Folge auch gerne meinen Social Media Kanälen und trage dich in meinen Newsletter ein. Diese Dinge findest du unten in der Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!